Wir fahren Richtung Atlasgebirge und stehen inmitten schneebedeckter Berge. Das kommt unerwartet. Joggen in Marokko habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und zurück ins Warme, daheim. Was siehst du, Pipi? Da hockt der Äpfel. Aber Kacke. Wir springen ins Ungewisse. Und fliegen um die Welt ohne Flugzeug. Nächster Halt, Guigu. Hier kann man anscheinend Gleitschirm fliegen. Dafür kämpfen wir uns durch den Suk. Das ist der Wochenmarkt, der alle Straßen blockiert. Erster Versuch zum Gleitschirmfliegen in Marokko. Wieder mal über 3 Telefonnummern und viele arabische Freunde. Jetzt können wir hier im Ahmed nachfahren, wo uns hoffentlich zu Ravens Home bringt. Oui, oui, oui. Für das Büsli war der Weg zu steil und wir laufen zum Startplatz hoch. Der Local geht vor und zeigt, wie es geht. Für uns sind die Bedingungen leider zu anspruchsvoll und heute klappt es nicht mit dem ersten Flug in Marokko. Dafür lernen wir Souhair Las kennen. Seine Geschichte möchten wir mit euch teilen. J'ai rêvé vraiment de voler comme un oiseau pour pouvoir voyager dans tous ces crêtes-là. C'était vraiment juste un rêve comme tout le monde rêve. Je m'appelle Souhair Las, un jeune de Boulman. C'est une ville dans les montagnes. Da wollen wir hin. Doch auf dem Weg treffen wir auf Freunde von Souhair, die lernen gerade, den Gleitschirm am Boden besser zu kontrollieren. Khalid lädt uns spontan zu seiner Familie ein. Man könne nicht so lange quatschen, ohne dazu etwas zu essen. Sugar or not? Or without sugar? Without. But this is without sugar. And this is with, oh, this milk with flour. This is meloui. And this is faqas. This is bateau. Ah, okay, le bateau. This is غريبة البهلة. Es ist schon spät und wir sind froh, dass wir vor dem Haus von Souhairs Familie campieren dürfen. Souhair zeigt uns die Umgebung, all seine Gleitschirmspots. Wie viel Grad ist da bei uns probiert? Ahmed, Abdullah. Luis. Dass Souhair Gleitschirm fliegt, ist alles andere als selbstverständlich. Es gibt keine Flugschule in der Region und erst recht kein Equipment. Doch Souhair wollte es dennoch unbedingt lernen. J'étais vraiment motivé de faire quelque chose pour réaliser ce rêve-là. C'est là où ça m'a rêvé l'idée de fabriquer un parachute. J'ai cherché un petit peu sur la mécanique du vol, de l'aéronef et tout ça. Et j'ai vu que c'est possible de le faire avec juste des matériels de bord, que je peux le trouver facilement dans mon environnement. C'est avec des bâches de tente, des bâches de parapluie, quelques couvertures pour le tissu. C'est du bicyclette? Oui. C'est tout cousu à la main. Au début, quand je fabrique le parachute, bien sûr, tout le monde me croit que je suis un fou. Mes parents n'ont pas compris ça, donc bien sûr, parce que c'était déjà nouveau. Souhair kommt fast immer und überall in die Luft. Wir hingegen sind nicht an die Bedingungen hier gewöhnt und merken, dass wir wieder ganz am Anfang stehen. Souhair und Abdella bringen uns viel bei und sind geduldig.
An diesem Tag klappt es mit dem ersten Flug in Marokko schon wieder nicht. Zum Trost gibt es ein paar Portionen Sponge. Avec Souher, Abdullah et des oignons. Nächster Tag, nächster Versuch. Nein, denn der Wind ist heute so stark, dass Fliegen zu unsicher wäre. Stattdessen zeigt uns Souher seinen selbst gebastelten Mini-Gleitschirm. Sac de farine, scratch, tout. Mit diesem Schirm hebt niemand ab, denn er ist für das Ground Handling gemacht. Das heißt, man lernt den Schirm vom Boden aus zu kontrollieren. Oft trainieren das die PilotInnen hier monatelang, bevor sie zum ersten Mal fliegen. Am Abend bringt uns Souher das Tagine-Rezept seiner Mutter bei. C'est déjà maman qui a préparé ça. Das Geheimnis der besten Tagine 3G. Ganz viele Zwiebeln, Gewürze und viel Geduld. Mindestens 2 Stunden kochen lassen und genießen. Moment, was war das für ein Vogel? Das ist Rasha. J'ai été en manque de vol avec un groupe et tout ça. Ça m'a attiré beaucoup les corbeaux, comment les corbeaux volent en groupe. J'ai une bonne idée de recueillir un bébé corbeau pour pouvoir voler avec. J'ai cherché un corbeau dans un nid. Je l'ai donné à la nourriture et je l'ai recueilli à la maison. Il s'appelle Raja. Maintenant, il a 1 an et demi. Il me suit partout, il vole avec moi. Quand j'ai dit que je vais recueillir un bébé corbeau, ils ont pensé que je suis vraiment un fou. Pas question cette fois parce qu'ils ont une mauvaise idée pour ce type d'oiseau. Parce qu'il est noir et il y a des histoires. Mais moi, j'ai pensé que ce que j'ai vu des corbeaux sont des très belles oiseaux. Raja, j'aime beaucoup mon corbeau, les choses qu'il fait. Donc, j'ai bien aimé cette expérience et je veux un jour voler toujours avec un groupe des corbeaux humains. Une équipe qu'on fait maintenant, on fait une équipe de corbeaux de l'Atlas. Der Club Gret Atlas zählt bereits 7 Piloten und viele weitere sind in Ausbildung. Pilot Nummer 5 ist Abdella. تعرف خاخت العالم الطيران الشراعية كده زهير يعني دا مداكلين والدراسة صافي وري صعيب هذا كي تجمعها الحمد لله راح خد على المخاكيت مزيان الحمد لله. So I saw some people paragliding this on Facebook. That was my first time to learn about paragliding. And when I was searching for Moroccans, I found Zuhair. It does really inspire me, especially with Raja. It's really amazing. I have never seen like such things. And it really makes me to learn more. I even once think about adopting like a bird. Und was kommt als nächstes? Mon dernier rêve, vraiment, c'est de développer l'activité de parapente au Moyen Atlas. Je ferai mon maximum pour trouver le matériel, pour encadrer des gens, pour faire la formation à mes amis et tout. Mon rêve, c'est vraiment de faire un jour un festival de parapente dans la région de Goulman. C'est parce que vraiment, il y a un potentiel qui mérite. Là, il y a quelque chose à faire là d'incroyable. Da hat er recht. Etwas beinahe Unglaubliches passiert und nach all dem Scheitern und den vielen Lernen kommen auch wir tatsächlich in die Luft. Merci! Luca kann sogar mit Rasha auf dem Arm fliegen. Den Moment behält er aber für sich. Der Akku der Flugkamera war leer. Danke für diese unvergessliche Woche. Es zieht uns weiter in den Süden. Nächster Halt: Sahara!